Hallo ihr Lieben, es ist Marillen- bzw. Aprikosensaison und deswegen gibt es von mir mein absolutes Lieblingsrezept für dieses Obst, und zwar Marillentaschen. Dafür brauchen wir natürlich Marillen, Wasser, Zucker und Speisestärke, außerdem Topfen, Puderzucker und Vanillepulver, ein Eigelb und Speisestärke oder Vanillepuddingpulver, ein Eigelb und Sahne zum Bestreichen und natürlich Blätterteig. Zuerst bereitet ihr die Marillenfüllung vor. Dafür werden die Marillen gewaschen, entkernt und in kleine Stücke geschnitten. In den Topf mit dem Obst gebt ihr jetzt noch den Zucker und erhitzt die zwei Zutaten. Nebenbei vermischt ihr noch Wasser und Speisestärke miteinander. Köchelt die Marillen auf mittlerer Stufe, bei mir Stufe 6 von 9, circa 10 Minuten, bis das Obst weich ist. Danach lasst ihr die Speisestärke-Wassermischung einfließen und köchelt das Ganze noch 1 bis 2 Minuten, bis daraus ein dickflüssiger Pudding geworden ist. Füllt den Pudding um, damit er schneller auskühlt, und deckt ihn unbedingt mit einer Schicht Frischhaltefolie ab. In der Zwischenzeit bereitet ihr die Cremefüllung vor und dafür vermischt ihr in einer Schüssel Puderzucker und Vanillepulver, Speisestärke bzw. Vanillepuddingpulver, den Topfen und ein Eigelb, und diese Zutaten werden kurz cremig gemixt. Danach heizt ihr den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor und bereitet ein großes Backofenblech vor, welches ihr mit Backpapier auslegt. Erst wenn ihr alles vorbereitet habt, nehmt ihr den Blätterteig aus dem Kühlschrank, denn er wird sehr schnell warm und klebt dann an. Rollt ihn vorsichtig auf und schneidet ihn so zu, dass ihr am Ende insgesamt 8 gleich große Rechtecke habt. Dann klappe ich den Teig einmal um, damit ich weiß, wo die Mitte ist, und halbiere ihn. Jetzt schnappt ihr euch das erste Rechteck, legt es hin und befüllt es mit ungefähr einem Esslöffel von der Cremefüllung und 2 Teelöffeln von der Marillenfüllung. Nehmt euch ein zweites Rechteck, zieht dieses mit den Fingern ein bisschen auseinander, legt es drauf, drückt die Luft heraus und drückt die Ränder mit den Fingern schön fest. Zum Schluss bearbeitet ihr die Taschen nochmal mit einer Gabel, damit das Ganze auch bombenfest ist, und legt sie vorsichtig in das vorbereitete Backblech. Ich lege immer maximal 4 Taschen auf ein Backblech und backe das Ganze in 2 Touren, damit sie einfach Platz haben und schön aufgehen können. Jetzt stelle ich das Backblech mit den Taschen gerne in den Kühlschrank für 10 Minuten, damit der Blätterteig einfach noch ein bisschen kälter wird, und das sorgt für knusprigere Taschen. Aber wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt und euer Kühlschrank zu klein ist, kein Problem, ihr könnt sie auch sofort backen. Kurz vor dem Backen vermischt ihr Sahne und Eigelb miteinander und bestreicht die Taschen mit dieser Mischung. Danach schneidet ihr sie an der Oberfläche mit einem dünnen und scharfen Messer ein paar Mal ein und schon können sie in den Ofen wandern. Im Anschluss backt ihr sie im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 15 bis 20 Minuten, bis sie eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben. Nach dem Backen lasst ihr sie auf jeden Fall vollständig auskühlen und dürft sie dann mit Puderzucker bestreuen. Im Anschnitt werdet ihr sehen, dass das die perfekte Kombination ist aus knusprig, cremig und fruchtig, herrlich, und gerade deswegen ist das eines meiner Lieblingsrezepte. Wenn ihr die Taschen luftdicht verpackt und kühl lagert, bleiben sie ungefähr 2 Tage lang frisch und knusprig. Übrigens würde es mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt, denn dort zeige ich euch ganz oft, wie meine Videos entstehen und gebe euch Backstage-Einblicke. Und wenn euch das interessiert, dann findet ihr den Link zu meinem Instagram-Profil in der Videobeschreibung.
Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn das der Fall ist, gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und vergesst auch nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos bekommt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.